so viel Kraft oder ja, wie heißt es? Stromkraft aus ganz Afrika. Das ist ja außer Gleichgewicht, natürlich. Sure, So Sie sind hier heute, dass die Leute das bewusst machen. Richtig. Und vielleicht können wir die Kinder erziehen, dass die ein Interesse in diese Situation, also aufwecken, vielleicht solche Kurse nehmen. Zum Beispiel, was für Kurse soll, wenn jemand interessiert in dieser Branche ist, was für Kurse soll man nehmen? Ja, natürlich, wenn man das in Deutschland machen will, dann muss man die Sprache kennen. Das ist selbstverständlich. Aber auf der anderen Seite, ja, Mathematik und Physik, das sind beide, die auch diese Kurse begleiten eigentlich. Wow, this is a very heavy a little theme. Bit heavy, Let's sure. lighten it up a little bit, and maybe we'll listen to one last song that Young Crime presented a few minutes ago here live. Okay. It's called Crime City Interlude. Okay. It's a very, very special message, and I'm sure you'll enjoy it. And I'll have you back in a moment. Thank you very much. Hey, everybody, you already know Crime City 3-Beat. Crime City 3-Beat. You know where we at. Outlook Entertainment. I'm just messing with you. Hey, hey, wow, the motherland is so far away. You know damn crackers killing my folks every day, or brainwash my folks with Mercedes. Jacob the jeweler, all types of jewelry. Damn, y'all ain't fooling me. Deception been too long. Shouts to Veggie. 2 fingers up, deuce, deuce, double Dutch. Won't stop till Babylon is in the Cobra clutch. So scandalous. I ain't scared of no Babylon member. Like big sad niggas bleed like us. Asians bleed like us. Crackers bleed like us. I stick my hand out. Cause in God we trust. Pushing the truth. So real rhymes is a must. I don't sell my soul to go platinum plus. I sell records straight from my iPod. Nigerian blood hustle continue till I stop. And them big stores, we got them on lock. iTunes and them other ish on lock. Now ask yourself, do this sound like hip hop? Yeah, sounds right, huh? Why the picture in Pac, fiend grit like they fiending for his music. Yes, that heavy guap. I just do my thing, fist no pinky ring. Now to the next song. Enjoy the evening. Hey, Africa Outlook. Love Newkirk on the hook. You know what it is. Yes, here by Africa Outlook, and we have music and messages, whether it's through the music or with Mr. Oh, I've got this name again. Clement Klutse. yeah. Clement Yeah. Klutse. One question. Where are we now, and what do you suggest that we do about our energy situation in the world, especially for Africa? Africa. It is a great question. Thank you for asking that. First of all, the United Nations have declared 2012 like as the year of international renewable energy. So, from the United Nations. 2012 yeah. ist jetzt das Jahr, wo man aufmerksam sein soll für Energie. Erneuerbare Energien. Super. Von daher, es gibt viel zu tun, wie ich schon gesagt hatte, in Afrika. Wir haben Sonne, jede Menge, wir haben Wind, wir haben Wasser. Nur was fehlt, ist die Technologie, um diese Ressourcen und die Technologien, die Ressourcen zusammenzubringen, um die Energie zu produzieren. Von daher, das ist auch unsere Aufgabe. Ich meine jetzt, wir Afrikaner oder Leute, die etwas in diesem Bereich gelernt haben und die Afrika helfen wollen, ja, unsere Kenntnisse, unser Wissen zur Verfügung zu stellen, damit wir ein bisschen nach vorne kommen in der Energiebereich in Afrika. Okay, so you want to use your abilities to help with the energy system, of course, in Africa. So everyone has the right and the ability, especially solar. You're saying, of course, the whole world has light, sun, wind, and water, but the knowledge of using this technology in Africa is failing. It's failing. What can anyone do? Was kan een normale mens doen? I think what we can do, first of all, is
to teach people, to train people in this area. Because I cannot recall that there is one university now teaching something like that. I cannot recall that personally. So I think that we have to bring this knowledge to our universities or have schools teaching or training our people in this area. The point I am making is that we have seen that in the past, that from Europe or from America, some experts go to Africa, help the continent, and go back to their homeland. But if there is a problem with the technology, then they have to come back. But it is money spending, to make this flight to Africa, and they have to be paid also for that. And it is a lot of money. Why don't we train our people? Why don't we bring the technology to them so that they should be able? So Ihr Vorschlag ist, dass das Technologie, das Können, soll man zu Afrika bringen. Ja. Nicht unbedingt, wie es bis heutzutage ist, dass mit dem Flugzeug, mit den Kosten zu fliegen und den Reisekosten und Verpflegung hin und her. Die kommen zum Beispiel nach Deutschland oder nach England oder Amerika, studieren, bringen dieses Wissen zurück nach Afrika. So ist Aber Sie machen einen ganz tollen Vorschlag, dass diese Technologie für Afrika, zu Afrika kommt. Und genau das machen Sie. Das ist, was wir versuchen zu machen. Aha. Ja. Ja. Wie ist Ihr normalen Tag in diese große Botschaft? Wir arbeiten zusammen mit einigen Leuten hier. Und unser Ziel ist, irgendwann mal in Afrika tätig zu sein auf diesem Gebiet, also in diesem Gebiet, Solar- oder Windenergie, also im erneuerbaren Energiebereich, so that we can bring to the continent clean, affordable energy for all people. Yeah. Gibt es Solarenergie überhaupt irgendwo in Deutschland? Ich meine in Afrika, Entschuldigung. I think, like we used to see it here in Germany, with solar plants or wind farms, I cannot recall that we have such thing in Africa. That some people put the panel on the roof of their building. It is okay, but we have to think more than that, and produce really electricity for all. Wie war es für Sie, wenn Sie jung waren in Togo? Ist das vielleicht der Grund, wieso Energie Sie so interessiert? Ja, das kann man auch sagen. Als ich klein war, manchmal haben wir mit Kernel, Kerze gelernt, zum Beispiel. Und manchmal, wenn man nicht viel Geld hat, um das zu kaufen, und wenn man seine Prüfung hat, natürlich, das ist schwierig, ja. Und, so when you had to study, you only had candlelight? Candlelight, yeah, for example. Yeah. Used kerosene to study. As kids, it was not really easy. It's not really easy. But if you have electricity, then in the schools, in the hospital, everywhere, then people can boost their education, and we can treat well some diseases, things like that, for example. Yeah. Sind Sie eine Ausnahme oder haben Sie hoffentlich andere Kollegen und Freunde, die in dieser Branche sind? Are you a one-man band, or are there other people like yourself that are interested in this? And do you see the numbers growing? Of course, yeah. I'm not an exception. I'm working together with people, and I know that many people are also are also interested in this area. So the number is growing. Aber die normale Mensch, someone who's just watching this program today, what can they do? Was kann ich tun, wenn ich zu Hause gehe oder wenn ich unterwegs bin? Was unsere Welt zu helfen, uns helfen zu retten? Wir hören viel über Climate Change, Sachen like that, also pollution and all kind of things. So what can we do as normal people? Put the light off when we are not using it. And there are so many kind of things, misuse of electricity or heaters. We can regulate all that so that the energy must not be
misused, so speaking. So, es hat sich eigentlich nicht geändert. Immer noch soll man, wenn ein Zimmer verlässt, soll man das Licht ausmachen, na? Und die Heizung nicht so hoch drehen. Und mein Sorgen ist, wenn das Wasser. Man lässt das Wasser laufen, zum Beispiel, wenn man die Zähne putzt. Oder wenn man sich so duscht, gerade wenn man die Seife rauf tut, dann muss das Wasser nicht unbedingt laufen. Die ganze Zeit, finde ich. Ja, das ist meine Botschaft an Wasser. Das ist korrekt. So, ein bisschen, to save water. Ja, oder, ja. Aber immer noch, das habe ich als Kind auch gehört. Nicht aus sehr jungen Kindern, aber vor 20 Jahren habe ich das gehört. So, das bleibt die Wahrheit. Wir müssen echt ein bisschen respektvoller mit unseren Ressourcen umgehen, ja. umgehen. Da haben Sie recht. Okay. Nee, Sie haben angefangen damit. Und was noch? Also das heißt, für den normalen Mensch, sowas können wir machen. Aber was ist, wenn jemand viel Geld hat? Ob das geerbt ist oder jemand hat dafür gearbeitet. Was kann man mit diesem Geld tun? Und wie weiß er, dass dieses Geld wird für diese Zwecke benutzt? It is a great question. Energy is the fuel of development. And with energy, we can move Africa forward and very quickly. Imagine that here you don't have light or electricity. A whole country, how can a country function without the fuel? The economy cannot really function. So I think that the problem we had in Africa until now is the problem of governance. We don't put the priorities, which for me is energy. Without energy, we cannot develop our continent. So to invest money in energy is for me a very great thing to do. Okay, Ja. so wenn man Geld hat, soll man ins Energie, dessen Geld investieren, Solarenergie, Alternativenergie, regenerative Energie. Richtig, ja. Ja, okay, gut. Ja, bitte. So I think that it is a big challenge for the continent, but our government, I'm not talking now about governance, I'm talking about government. They have to look at the priorities, and the priorities are, for me, energy, because we have already sun and wind as I said before, and water, and every kind of resources. So, die Gesellschaft muss das eine Priorität machen. Ja. Haben Sie schon mit anderen Ländern darüber so eine Diskussion eröffnet, ob das live oder übers Internet oder mehr Deutsch, also mit Ihrer früheren Beschäftigung zwischen Deutschland und Afrika? Haben Sie daran gedacht, auch an andere Länder, oder bleibt das? Also es ist schon ein großer Giant Step, was Sie gemacht haben. Schon. Sehen Sie Fortschritte von 15 Jahren bis jetzt, Ihr Traum zu erfüllen, dass Afrika gutes Energie bekommt, sauberes Wasser, also alles, was die, zum Beispiel in Deutschland, was wir hier genießen, selbstverständlich. Ja, genau. Yeah. Sehen Sie Fortschritte? Yeah, I can say that things are trying to go in the right direction. When I was in Burkina Faso 4 or 5 years ago, and I was talking about renewable energy, people thought, that we cannot afford that right now because we don't have the means, we don't have the capacity. But now, I think that we have a mind change. It's like we cannot doing the same thing and expecting another result. So we have to change our mind, and it is what is going on right now, I think. Perfekt Schluss für unsere Show heute. Wir müssen unsere Meinungen ändern. Ja. Für dieses Wort auf Deutsch wird erneuerbare Energie. Genau. Ist es inklusive recyclable